Streit? Nein, danke. So löst du Konflikte clever mit Lena und Max. Schon wieder Streit? Echt jetzt? Atmen. Pause. Und dann dieses Video. Hey Leute, mega schön, dass ihr da seid. Heute geht's um was, das jeder kennt. Und niemand mag Konflikte. Aber keine Sorge, wir haben da was für euch. Oder Lena? Oh ja, Max. Schluss mit dem ewigen Gezanke und dem Frust danach. Euer Konfliktcoach. Kompakt, alltagstauglich, wirksam. Tipps und Tricks für alle Lebenslagen. Absolut. Das Erste, was wirklich hilft, bevor du komplett austickst, ist die bewusste Pause. Klingt basic, hat aber Superkräfte. Bevor dir diese automatische Antwort rausrutscht. Oder du im Affekt eine E-Mail verfasst und denkst später nur, warum habe ich das bloß abgeschickt? Stopp. Atmen. Punkt. Diese paar Sekunden sind oft der Unterschied zwischen einem Missverständnis und einem ausgewachsenen Drama. Die geben deinem Hirn die Chance, vom Notfallmodus wieder auf klares Denken umzuschalten. Denn wer hat nicht schon gedacht, Mensch, hätte ich doch bloß kurz Luft geholt. Eben. Und direkt danach aktive Empathie. Heißt nicht alles gut zu heißen. Aber versuch mal, dich kurz in den anderen reinzuversetzen. Was könnte hinter dem Verhalten stecken? Stell dir vor, dein Chef, Herr Weber, kommt total gestresst ins Büro und gibt eine knappe Anweisung. Erster Impuls: Was ist denn mit dem los? Aber vielleicht hat er gerade eine Hiobsbotschaft von der Geschäftsleitung bekommen. Das ändert deine Wahrnehmung, oder? Genau. Es nimmt oft die persönliche Spitze raus. Und dann kannst du ganz anders in die klare und wertschätzende Kommunikation gehen. Stichwort GFK, gewaltfreie Kommunikation. Im Kern Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Statt im Teammeeting zu platzen, dieser neue Prozess ist doch total umständlich, was sofort Widerstand erzeugt. Versuch's mal so. Wenn ich mir den neuen Prozess anschaue, bekomme ich etwas Bedenken, weil mir Effizienz und gute Abläufe wichtig sind. Wäre es möglich, gemeinsam ein Beispiel durchzugehen, um mögliche Verbesserungen zu finden? Viel konstruktiver, oder? Und das Gegenüber ist viel eher bereit, mitzudenken, sei es Kollegin Frau Meier oder der Partner, der schon wieder die Socken liegen lässt. Da könnte die Bitte dann lauten: Wenn ich die Socken im Wohnzimmer sehe, fühle ich mich unwohl, weil mir Ordnung wichtig ist. Wärst du bereit, sie in den Wäschekorb zu legen? Und was mir auch total geholfen hat, sich genau zu überlegen, welche Kämpfe man überhaupt kämpfen will. Nicht jede Provokation verdient deine Energie. Bevor du dich reinsteigerst, frag dich, ist das hier in einer Woche überhaupt noch wichtig? Manchmal ist es klüger, den Ball nicht zurückzuspielen, ob nun online bei irgendeinem sinnlosen Kommentar oder bei der Diskussion mit den Schwiegereltern. Ein Lächeln und Themenwechsel wirken oft Wunder. Stimmt. Doch was, wenn du dann doch mal in so einer richtig hitzigen Diskussion gelandet bist und du merkst, es eskaliert? Dann strategischer Rückzug. Absolut. Einfach sagen: Leute, ich merke, wir kommen hier nicht weiter. Die Stimmung ist im Keller. Lass uns das jetzt beenden und vielleicht morgen mit kühlem Kopf drüber sprechen. Das ist kein Rückzug im Sinne von Aufgeben. Das ist Reife und Selbstschutz. Genau. Besonders online gilt, Trolls nicht füttern. Energie sparen, blockieren, weitergehen. Doch was, wenn du immer wieder auf dieselbe Art getriggert wirst? Dann wird's Zeit für Kenne deine Trigger. Ein bestimmter Tonfall vom Vorgesetzten, eine typische Bemerkung vom Partner. Wenn du weißt, was dich aus der Fassung bringt, bist du nicht mehr so ausgeliefert. Du kannst innerlich sagen, aha, da ist er wieder, mein guter alter Trigger. Okay, tief durchatmen. Allein diese bewusste Beobachtung schafft Distanz und sie gibt dir die Kontrolle zurück. Und genau deshalb ist der nächste Schritt so wichtig. Wer seine Trigger kennt, kann auch viel klarer Grenzen setzen. Ob gegenüber dem Kollegen, der ständig deine Ideen klaut, oder dem Freund, der immer zu spät kommt. Du darfst sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber wie, ohne einen neuen Konflikt zu starten?
indem du es ruhig und sachlich formulierst. Ich möchte dich bitten, meine Ideen nicht als deine eigenen auszugeben. Oder, wenn wir uns um 19 Uhr verabreden, erwarte ich Pünktlichkeit. Wenn das wiederholt nicht klappt, müssen wir überlegen, ob unsere Verabredungen noch Sinn machen. Klare Ansagen. Du kannst Gespräche auch freundlich beenden, wenn sie dir nicht gut tun. Absolut richtig. Und noch was, das so oft unterschätzt wird. Echt zuhören. Nicht nur warten, bis man selbst wieder reden kann. Sondern wirklich verstehen wollen, was der andere meint. Und dann das Gehörte in eigenen Worten zusammenfassen. Verstehe ich dich richtig? Du bist frustriert, weil du das Gefühl hast, dass deine Beiträge im Team nicht genug gesehen werden. Das allein kann schon Wunder wirken. Das ist Gold wert, gerade bei großen Veränderungen. Da ist jeder angespannt. Wer dann aktiv zuhört und Gefühle validiert, ich verstehe, dass dich das gerade enorm unter Druck setzt, der schafft Verbindung. Unbedingt. Und als Basis für all das ein bisschen Demut und weniger Ego. Fehler einzugestehen ist Stärke. Ein Sorry, da lag ich falsch oder Danke für deinen Hinweis, das sehe ich jetzt anders, ist oft der schnellste Weg zur Lösung. Und das ist auch der Schlüssel, wenn's doch mal kracht. Ehrlich entschuldigen. Konflikte gehören dazu, aber wie wir damit umgehen, das ist der Punkt. Wow, das war der Rundumschlag. Wir hoffen, dieser Anti-Konflikt-Trainer gibt euch wertvolle Impulse für euren Alltag. Sucht euch 1, 2 dieser Methoden raus, probiert sie bewusst aus. Kleine Schritte, große Wirkung. Es geht nicht darum, Streit komplett zu verbannen. Sondern darum, klüger damit umzugehen. Jetzt seid ihr dran. Welche Situation kennst du genauso und welches Tool willst du dafür als erstes ausprobieren? Und mal ehrlich, gab es mal einen Moment, wo du dachtest, hätte ich das mal früher gewusst? Dann teile ihn mit uns. Vielleicht wird genau dein Aha-Moment heute für jemanden zum Wendepunkt. Wenn euch dieser komplette Guide gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und klickt die Glocke. Keine Tipps mehr verpassen. Danke fürs Dabeisein. Und denkt dran, tief durchatmen. Bleibt gelassen, Frieden beginnt bei dir. Let's go!